das lief doch mal richtig gut. Moin und herzlich willkommen zu Stefan Goldenstein Wildlife. Ich möchte heute mal wieder mit euch eine kleine Acker- und Wiesentour machen, denn was anderes geben die Bedingungen heute leider nicht her. Wir haben einigermaßen ordentlichen Nebel, wir haben leichten Wind, es ist bewölkt und es nieselt immer mal wieder. Deswegen hoffe ich, dass wir zumindest jetzt so über die Felder ein bisschen was sehen können und dass wir vielleicht einen Kranich finden, vielleicht einen Fasan, vielleicht einen Hasen, vielleicht Rehe, Kiebitze. Wer weiß, was kommt. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock und wir legen jetzt los. Das Wetter war wirklich nicht gerade einladend. Dennoch entdeckte ich direkt nach der Anmoderation zwei meckernde Graugänse. Einige Paare brüten hier an einem Baggersee. Auch ein Mäusebussard hielt am gleichen Feld Ausschau nach Beute. Hier zeigte sich bereits, dass es mir der Nebel heute nicht einfach machen wird, gute Aufnahmen zu bekommen. Auch am nächsten Spot erwartete mich Nebel, doch hier waren deutlich mehr Tiere anzutreffen. Es ist leider gerade wieder am Nieseln, deswegen sitze ich jetzt schon wieder im Auto. Aber hier aus dem Auto raus, man macht einfach so dermaßen gute Beobachtungen. Ich bin jetzt hier an so einen, ich sag mal, überschwemmten Acker rangefahren. Und da sind eine ganze Menge Möwen drauf, also viele Silbermöwen, Lachmöwen und Sturmmöwen. Dann am anderen Ende sind noch ein paar Kanadagänse, aber die habe ich ja auch gerade neben dem Feld filmen können. Und das absolute Highlight gerade eben waren einfach zwei Feldlerchen. Die waren einfach so genial nah vor der Kamera. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so gute Feldlerchenaufnahmen hinbekommen habe. Und damit habe ich heute auf jeden Fall nicht gerechnet. Und ja, ist jetzt schon ein sehr, sehr frühes Highlight. Und ich hoffe, wir können das Ganze noch ein bisschen ausbauen. Das wäre einfach nur genial. Die Kanadagans ist die weltweit häufigste Gänseart. In Europa wurde sie im 19. Jahrhundert als Ziervogel eingeschleppt und hat sich seitdem stark ausgebreitet. Seit den 70er Jahren brütet sie auch in Deutschland. Zu hören waren die Feldlerchen sofort. Dass sich aber welche direkt neben mir niederließen, war schon einmalig. Ich konnte sie sehr schön bei der Suche nach Samen und Keimlingen beobachten. Durch die intensive Landwirtschaft steht der einst sehr häufige Vogel nun als gefährdete Art auf der roten Liste. Auf einem überfluteten Acker badeten einige Möwen. Zu sehen sind hier die kleinen Sturmmöwen und die wesentlich größeren Silbermöwen. In großer Entfernung konnte ich auch Kiebitze entdecken. Der Nebel verhinderte allerdings bessere Aufnahmen. Der nächste Spot war ein renaturierter Torfabbau. Ja, Kraniche hört man zumindest schon mal, aber die sind leider außer Sicht. Die sind da irgendwo hinter dem Wald, aber ich laufe jetzt gleich die Richtung runter und schau einfach mal, was hier so abgeht und hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Ansonsten wäre das nämlich ziemlich doof für mein Equipment. Auf ein paar Fichten hielten sich Rabenkrähen auf. Die Blaumeisen waren schon sehr munter.
So konnte ich eine Blaumeise beim Verspeisen von Birkensamen beobachten. Eine süße Kohlmeise ließ sich ebenfalls in Ruhe filmen. Besonders schön war der Fund einer Goldammer. Diese Art werden wir aber später noch einmal wieder treffen. Der tief hängende Nebel verleiht dem ehemaligen Torfabbau einen wunderschönen Charme. Vielleicht erkennt ihr den Ort wieder. Hier habe ich schon mal ein Video gemacht. Und zwar bin ich jetzt gerade in einem Renaturierungsgebiet. Und es ist jetzt das allererste Mal, dass ich hier Spießenten finde. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil das eigentlich so eine reine Küstenart ist, sag ich mal. Also wenn man Spießenten findet, dann ist das eigentlich überwiegend an der Küste. Und jetzt sind die einfach mal hier mitten auf dem Binnensee. Sind auch nicht viele, ich glaube 3, 4 Stück waren es im Endeffekt. Aber das ist schon wieder das zweite Highlight heute. Und der Tag ist noch wirklich, wirklich jung. Also ich denke mal, ich bin eine Dreiviertelstunde erst unterwegs. Und ich wollte eigentlich noch so 2, 3 Stunden machen. Sehr gute Voraussetzung, dass das ein Video mit vielen Wildlife-Aufnahmen wird. Was mich auf jeden Fall sehr freuen würde. Besonders viel war nicht los auf dem Gewässer. Aber die Spießenten haben trotzdem für ein Highlight gesorgt. Neben mehreren Stockenten rasteten 3 Individuen auf dem flachen See. Gut zu erkennen ist die Art an ihrem weißen Nackenstreifen und an den langen spitzen Schwanzfedern. Diese Art war ein Erstnachweis für dieses Gebiet. Tief im Nebel konnte ich auch noch einen Kormoran entdecken. Eine einsame Nilgans patrouillierte im See. Sie brütet hier auch jährlich. Nun ging es weiter in ein nächstes Gebiet direkt um die Ecke. Hier wurde ich durch lautes Gemecker auf Wacholderdrosseln aufmerksam. Ein großer Trupp pendelte zwischen Bäumen und einem Grünland hin und her. Im dichten Nebel konnte ich zwischen den Drosseln auch Stare und Kiebitze erkennen. Scheinbar bietet dieses Feld besonders viel Nahrung, sodass alle satt werden. An einem benachbarten Stoppelfeld gab es die nächsten tollen Beobachtungen. Leider pieselt es gerade ein bisschen und meine Kamera, die sieht auch schon aus, als ob sie gerade frisch durch den Wasserfall gezogen worden ist. Aber dafür habe ich hier sehr schöne Vögel vor der Kamera. Und zwar Feldsperlinge, Buchfinken und ein paar Bergfinken. Und eben habe ich auch eine Goldammer vor die Kamera bekommen. Und deswegen möchte ich jetzt hier eigentlich noch ein bisschen verweilen und mal hoffen, dass sie vielleicht ein bisschen näher rankommen. Das wäre total geil. Gleich Dutzende Buchfinken suchten nach Samen zwischen den Stoppeln. Begleitet wurden sie dabei von Bergfinken und von Feldsperlingen. Diese Art treffe ich tatsächlich eher selten an. Daher freut es mich immer sehr, wenn ich sie mal finde. Auch ein Rohammerpärchen war hier anzutreffen. Sie bewohnen das Schilf im Kanal, doch kommen zur Nahrungssuche auch gerne auf die Felder.
Der Kopf des Männchens ist wesentlich dunkler gefärbt als das des Weibchens. Im Prachtkleid ist das noch deutlicher sichtbar. Ein pelziger Bewohner des Kanals ist die Bisamratte. Sie schwamm direkt auf mich zu, sodass ich wirklich Probleme hatte, sie zu filmen. Kurz betrat sie noch das Ufer, um dann direkt wieder zu verschwinden. Nächster Stopp. Diesmal eine kleine Baumreihe. Hier traf ich die Goldammer wieder an. Diesmal auch gleich mehrere Individuen. Im gleichen Baum hielten sich auch zwei Pieper auf. Bei näherer Betrachtung erkannte ich sie als Wiesenpieper. Diese Art ist mit Abstand die häufigste Pieperart in meiner Region und ist auch ganzjährig hier anzutreffen. Direkt dahinter war ein wahres Vogelkonzert zu hören. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier ist quasi so eine Baum-Busch-Reihe und da sitzen so viele Singvögel drin. Hier ist das richtig laut, Mann. Es singt hier aus allen Ecken. Wir haben hier Goldammern, wir haben hier Bluthänflinge, Stieglitze, Bergfinken, Buchfinken, verschiedene Meisen, Amseln, Stare haben wir da drin sitzen. Das ist der Wahnsinn. Für bessere Aufnahmen schlich ich mich vorsichtig näher an die Tiere heran. Leider sitzen die alle so ein bisschen weit oben, dass ich den ISO höher drehen musste, damit ich überhaupt was im Gegenlicht erkennen konnte. Aber einfach nur geil. Ich habe jetzt schon super Aufnahmen machen können von Stieglitzen. Die Bluthänflinge und die Bergfinken, die drehen mir leider so ein bisschen den Rücken zu. Aber wenn wir Glück haben, drehen die sich gleich nochmal um. Ich bleibe auf jeden Fall noch im Kurz hier. Das ist so geil gerade. Gleich mehrere Arten rasteten in der Baumreihe, teilweise sogar im gleichen Baum. Stieglitze, Bergfinken und Bluthänflinge waren auf Anhieb zu erkennen. Die Stieglitze sind immer eine wahre Augenweide. Die rote Maske und das farbenfrohe Gefieder sind einmalig in unserer Natur. Der Bergfink ist ein Überwinterer aus dem Norden. Ihn kann man gut am weißen Strich auf dem Rücken und an der orangenen Färbung von anderen Finken unterscheiden. Ein paar Meter weiter konnte ich einen besseren Blick auf die Bluthänflinge erhaschen. Dutzende der Vögel gaben ein wunderschönes Gesangskonzert zum Besten. Für mich waren es die ersten Sichtungen im Jahr und sogar meine ersten Videoaufnahmen überhaupt. Das war einfach großartig. Das lief doch mal richtig gut. So, das war doch jetzt mal ziemlich geil. Jetzt verkrümeln wir uns hier langsam und leise. Und dann können die Vögel hier in Ruhe weiter rasten, Nahrung suchen und singen, wie sie Bock haben. Geiler Tag bislang. Richtig geil.
Es wird einfach immer besser. Eigentlich war ich jetzt schon so langsam auf dem Rückweg und dann flog hier direkt neben mir eine männliche Kornweihe. Ich habe natürlich sofort mit der Kamera drauf gehalten und habe einige Flugaufnahmen hinbekommen. Und da hat sie sich da vorne irgendwo hingesetzt und da bin ich schnell ausgestiegen, mit dem Stativ hingerannt und habe die dann auch nochmal gefilmt, wo sie quasi gesessen hat. Und dann ist sie irgendwann wieder aufgeflogen und ist dann da über die Baumreihe rüber, verfolgt von einem Raben oder einer Rabenkrähe, sagen wir mal so. Ziemlich geil. Ich hoffe, die Aufnahmen sind was geworden. Also ihr werdet sie sowieso jetzt sehen. Der nächste tolle Vogel vor der Kamera. Eine männliche Kornweihe auf Patrouille. Im Tiefflug hält sie Ausschau nach Mäusen und kleinen Vögeln. Plötzlich landete sie. Beute hatte sie allerdings wohl nicht im Visier. Kurz darauf flog sie auch schon wieder ab, da sie von einer Rabenkrähe gehetzt wurde. Die Mäusebussarde hingegen wurden in Ruhe gelassen. Als Ansitzfahrten nutzen sie gerne Zaunpfähle, aber in der Not tut es auch ein Maulwurfshaufen. Nun ging es wieder zurück zum Feldlerchenfeld. Dort hatten sich in der Zwischenzeit einige Hohltauben eingefunden. Hohltauben sind in meiner Region gar nicht mal so selten anzutreffen. Jetzt im Winter sind viele Zugvögel dabei, doch einige bleiben auch zur Brutzeit hier. Ich warf noch einen letzten Blick auf die schönen Kanadagänse, bevor ich den tollen Beobachtungstag beendete. Wir hören jetzt da auf, wo wir heute Morgen angefangen haben, zumindest fast wo wir angefangen haben, und zwar bei den Kanadagänsen. Und hier habe ich abschließend nochmal einen schönen Trupp von Hohltauben gefunden, den ich auch eigentlich recht gut abfilmen konnte, was wieder ein weiteres Highlight einfach ist für dieses Video. Ja, was soll ich sagen, der Tag, das war einfach unglaublich. Ihr hört es jetzt im Hintergrund. Die Feldlerche, die ist gewaltig am Singen hier. Also hier sind mehrere Paare, die hier auf dem Land brüten. Sogar vor mir fliegt gerade eine. Ja, damit fing ja auch alles an mit der Feldlerche heute Morgen. Auch super geile Beobachtung. Was ich damit sagen wollte, der Tag heute war fantastisch. Also ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen krassen Beobachtungstag hatte mit so vielen Arten, die ich auch gut vor die Kamera kriegen konnte. Also das ist wirklich einmalig. Wenn ich jetzt so zurückdenke an den Tag, wo ich im Wald war, im Iloer Forst und da 3 Versuche gebraucht habe für ein Video. Aus diesem Tag hätte man 3 Videos machen können und ich bin gerade 3,5 Stunden unterwegs. Der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Kommentiert gerne, welche Vogelart euch so am besten gefallen hat. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch den Kanal. Ich wünsche euch was, Leute. Haut rein. Tschüss.